Okay, guten Morgen. Lass uns anfangen mit Gebet. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können hier heute sein. Vater, ich bete, dass du wirst uns segnen und sei auch mit denen, die zu Hause heute sind. Wir wissen, dass mehrere sind erkältet. Vater, bitte gib dir Kraft und Gesundheit. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Zuerst singen wir. Ich habe kein Buch hier. Zuerst singen wir Lied Nummer 153, Herbei, o ihr Neubeginn. See
in ein paar Wochen, wir werden die Bibelstudien ausfallen lassen. Also kommenden Sonntag ist Weihnachten, das ist ein Feiertag, so wir werden nur Gottesdienst um 11 Uhr haben. Und dann die Woche danach ist der Anfang ein neues Jahres. Und so, das heißt wahrscheinlich, dass keiner wird gut schlafen können, wegen die Feuerwerk und alles. Also, und so, wir werden nicht sagen, er muss also früh aufstehen. So 11 Uhr an den Tag auch. Und auch für den Tag, also überlege noch, was der Herr für dich getan hat dieses Jahr. Und du kannst an dem Tag das sagen, also für uns allen. Und auch wenn du also großes Vorhat für die Zukunft, also du kannst das auch dann sagen, aber wo es nicht, also ein Zeugnis geben, also was der Herr bedeutet für dich, also das könnte gut sein. So, dann zunächst singen wir, so, warte mal, wir haben noch eine Ankündigung. Die Kinder treffen am 21. um 16 Uhr bei uns für eine Weihnachtsparty. Ja, so ungefähr. Und am 24. hier in der Gemeinde um 16 Uhr wird den Heiligen Abend Gottesdienst haben. Und zunächst singen wir 145, so sehr liebt uns Gott. 145. It's
wunderschönen guten Morgen. Wir wollen lieben und dafür dürft ihr gerne auch jetzt Anliegen weitergeben. Dann können wir dafür beten. Genau. Ich muss am Morgen zur chirurgischen Sprechstunde und die haben gesagt, die können das nicht ambulant machen, sondern stationär am Dienstag. Ich weiß nicht, was mich da drückt, ich habe sowas noch nie gehabt. Also ich habe einen Gefäßverschluss, ich hatte eine Arterie geweitet am Bein, damit ich eben wieder besser laufen kann. Das wäre schön, wenn das alles gelingt und ich bitte den Herrn sehr, dass er mir in die richtigen Hände gibt und dass das Richtige getan wird auch. Dienstag ist die OP. Ja, vielleicht, also komme ich auf Station, vielleicht machen das auch gleich oder am Mittwoch. Ja. Ich weiß nicht, wann, ob ich Weihnachten dann wieder nach Hause kommen kann. Ja. Beten wir gerne dafür. Ich habe auch was. Mein Mann Fritz ist in Tirol gerade noch und kommt aber heute nach Hause und dass er bei den Witterungen einfach gut wohlbehalten wieder ankommt. Ich bedanke mich für Vater, dass wir können diese wunderschöne Vorweihnachtszeit genießen und das bitte ich weiter für uns alle Gesundheit und Frieden. Und für Alessia, sie ist heute mit Kindern unterwegs zu Winkel, ist hat Geburtstag, 18 Jahre alt. Ja, und 18 Jahre alt, ja. Und weiter für Gesundheit für alle. John und ich fliegen am 30. Unser erster Stopp in Amerika ist in Minnesota, wo es sehr kalt und ganz viel Schnee gibt. Hoffentlich an diesem Tag gibt es keine, so dass es keine Störung gibt bei Fliegen. Und dann auch für John, weil dann fängt er an im Januar mit seinem Studium. Und für Mama war Mama wird die ganze Zeit so gut bleiben. Es gibt mehrere, die heute nicht hier sind wegen Erkältung. Wir können für die beten in dieser Jahreszeit. Es tut sehr viel ab. Meine Schwester Tine ist gestern schon zu meinen Eltern eingefahren. Es war eine gute Fahrt, aber sie lässt alle ganz herzlich grüßen. Ich glaube, es sind jetzt auch wie Fritz einige unterwegs. Wir werden auch Mitte nächste Woche unterwegs sein. Wir wissen nicht genau, was kommt. Vielleicht schneit es irgendwann zwischendrin noch großartig, aber einfach für private Fahrten, genau. Ja. Ja, dann würde ich einladen zum Gebet. Freue mich und würde dann abschließen. Genau. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für alles, was du für uns tust. Vater, ich bete, dass du wirst mit uns sein in der nächsten Zeit, besonders alle, die krank sind, die Erkältungen haben oder sogar andere Sachen, wo die Lösung ist noch nicht deutlich klar. Vater, ich bete für Weisheit für die Ärzten, als die gucken zu sehen, was gemacht werden muss. Vater, bitte greife ein und gib Gesundheit.
und sei auch mit allen, die unterwegs sind. Amen. Ja, Vater, ich bitte dich einmal für die Familie Tully, dass du sie segnest, wenn sie in die USA reisen. Und ganz besonders bitte ich auch für John, dass er dann einen guten Start dort hat, wenn er das Studium beginnt. Und sei einfach auch bei Mascha, bei den Eltern, dass sie den Abschied gut verkraften, dass sie wissen, du bist daher, du wirst ihn weiterhin begleiten, auch in diesem ganz besonderen neuen Abschnitt, der auch noch so weit weg ist von den Eltern. Ja, danke Herr, dass du einfach derjenige bist, der uns Frieden gibt im Herzen über all die Dinge, die wir eben nicht kontrollieren können, und dass wir darin auch wachsen können im Glauben. Dafür danke ich dir. Amen. Unser Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist und dass du alles weißt, Herr. Viel mehr als wir wissen. Und du siehst das Ende. Und wir preisen und rühmen deinen heiligen Namen. Herr, wir sind ja als deine Kinder, als deine Geschwister untereinander und bitten dich für sie, Herr, für alle Menschen, die dich anrufen, dass du ihnen Hilfe gibst, Herr Jesus. Segne all die Anliegen, die genannt worden sind. Danke dir, dass du auch mit mir gehen wirst, dass wir niemals allein sind, dass du uns zur Seite stehst und dass du führst und leitest und die Gedanken lenkst, Herr Jesus. Denn wir wissen nichts, du kennst und weißt alles. Segne alle Anliegen, die genannt wurden, und sei mit den Geschwistern, die unterwegs sind, mit denen, die krank sind, die erkältet sind. Segne du allen jeden und gib deinen Frieden und deinen Segen auf alles, Herr. Amen. Und Vater, ich möchte dich auch einfach loben und preisen. Das ist so ein Riesengeschenk, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir dieses Geschenk jeden Tag empfangen dürfen, aber besonders jetzt in dieser Zeit dran denken dürfen, dass du nicht ein Gott bist, der fern ist und zu dem wir uns hocharbeiten müssen, sondern dass du ein Gott bist, der in unsere Niedrigkeit gekommen ist, in Schwäche gekommen ist und klein wurde wie ein Kind und somit alles durchlebt hat, wie wir es auch durchleben. Du kennst Not, du kennst Herausforderungen, du kennst jegliche Herausforderungen, die wir auch kennen. Und du sagst, oder es macht es einfach so schön zu wissen, weil du uns so gut kennst. Und du hättest es nicht machen müssen. Und trotzdem hast du es getan, um uns zu begegnen, um uns zu helfen, wieder zum Vater kommen zu können. Und ich danke dir für diese Zeit, wo wir einfach dich loben und preisen können, auch für diese Tat. Und ich möchte dich einfach bitten, dass es uns groß wird, dass es unser Herz füllt mit Freude und Dankbarkeit und einfach auch Sehnsucht, Gemeinschaft mit dir zu haben, in unser Herz gelegt wird. Und ich danke dir einfach, dass wir in so einer Gemeinschaft auch begegnen dürfen und dir diese Anliegen alle bringen dürfen. Und du siehst einfach, was uns bewegt, ob es ein Arztbesuch ist oder ein Krankenhausaufenthalt, wo einfach nicht Gewissheit da ist, wie wird es laufen, wie wird es an Weihnachten vielleicht sein, wie wird die OP verlaufen. Ich bete einfach, dass du da mitgehst, dass du segnest und dass du einfach auch die Ärzte führst und leitest und deine Hand drüber hältst. Siehst auch alle, die unterwegs sind, ob Fritz oder wir oder andere. Ich bete einfach, dass du Bewahrung schenkst auf der Straße in dieser Zeit, wo schnell mal Eis auf der Straße sein kann oder Schnee. Möchte ich einfach bitten, dass du uns bewahrst vor Schaden und dass wir gesund ankommen dürfen, da wo wir hingehen. Herr, ich möchte einfach danken, dass du auch bei denen jetzt bist, die vielleicht zu Hause sind, weil sie erkältet sind, weil sie keine Kraft haben, weil irgendwas sie beschäftigt oder sie einfach nicht gesund sind. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen begegnest, ihnen nahe bist und sie erleben dürfen, wie du sie neu stärkst, wie du sie gesund machst und wie du der bist, der in ihnen wirkt und ihnen Kraft schenkt. So möchte ich dir einfach Danke sagen, dass du auch bei Marsha und John bist, die
bald losfliegen werden. Ich möchte dich bitten, dass du auch da deinen Segen drauf legst und mit ihnen sein wirst auf der Reise dorthin. Und dass du auch wirklich den Stadt dort vor Ort segnest und alles, was da noch erledigt werden muss, dass es irgendwie gut laufen kann und du es gut führst und leitest, Herr. Möchte ich aber auch für uns jetzt bitten, hier, die wir hier sitzen und dein Wort hören dürfen, mach du unsere Herzen auf, mach du unsere Ohren auf und hilf uns, dass wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest durch Michael. Ich bete, dass du Michael segnest, auch ihm Weisheit gibst und stärkst, auch bei ihm bist und seine Stimme erhältst und ihn einfach ganz reich segnest, Herr Jesus. So lege ich dir einfach den Tag und den Gottesdienst hin, möchte ich um deinen Segen bitten, auch für die Kinder, und möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 32 bis 35. Und wir haben vor einem Monat oder so erklärt, dass Jesus hat 3 Fragen gestellt. Und wir haben und nicht Jesus hat, die Jünger hat, und bei der ersten Frage, die Antwort ist nicht in Matthäus, sondern in Lukas, aber wir haben gezeigt, dass es war so deutlich, buchstäblich erfüllt. Und ich habe gesagt, dass da die Antwort auf die erste Frage war also buchstäblich erfüllt. Wir sollen erwarten, dass dasselbe sein wird bei der Antwort auf die anderen beiden Fragen. Und so wir haben die letzten paar Wochen beschäftigt mit der zweiten Frage, und es geht um, was ist die Zeichen der Ende dieser Welt zeigt. Und wir haben schon ein paar Zeichen, also allgemeine Zeichen gehabt und dann ein paar spezifische Zeichen. Und wir sind heute zu der letzten von den spezifischen Zeichen. Aber diese ist ein bisschen anders, da es ist ein Gleichnis. Wo es ein Gleichnis ist, das heißt nicht, dass es hat keine buchstäbliche Erfüllung. Wir müssen nur herausfinden, was die Bedeutung des Gleichnisses ist. Also, ein Pastor, also Mentor von ich, würde ich sagen, hat mir gesagt, dass wenn man kauft Kommentar über die Bibel, dass meistens die Älteren sind besser als die Neueren. Weil in die vergangene Zeit, die haben sich viel mehr beschäftigt mit das Wort. So die Kommentare sind oft tiefer. Er hat gesagt, aber es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist, wenn es geht um der Zukunft, um Eschatologie. Besonders zum Beispiel diese Stelle hier. Denn wenn man einen Kommentar findet, der geschrieben ist vor 1948, die Erfüllung von dieser Stelle war unklar und man könnte nicht vorstellen, dass dieses wird erfüllt. Aber wir werden sehen gleich die Bedeutung von dieses und was es auch für uns heute bedeutet. So lass uns den Text lesen zuerst. Matthäus 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch hier. Wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, diese Stelle zu betrachten. Und Vater, wir beten, dass du wirst uns helfen zu verstehen,
was es bedeutet. Und ich bitte, dass du es uns segnen, als wir schauen in dein Wort. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. So, wenn wir gehen durch die Bibel, wir finden, dass 3 verschiedene Bäume werden in den Schriften verwendet, um Israel darzustellen. Und also es gibt auch andere Nationen, die auch dargestellt sind durch Bäume. Also 3 verschiedene, und die sind der Ölbaum, der Weinstock und der Feigenbaum. Also wenn wir gehen in die Briefe von Paulus, wir finden da, er nutzt den Ölbaum und er sagt, dass ein Zweig, also Israel wurde so durchgeschnitten, aber die werden dann wieder reingemacht. Also eine sehr interessante Sache. In anderen Stellen, den Weinstock ist sehr häufig benutzt. Also Jesaja hat ein Gedicht über einen Weinstock und es ist deutlich, dass es bezieht sich auf Israel. Jesus aber hat gesagt in Johannes, dass er ist der wahre Weinstock. Und so Israel ist oft als Weinstock bezeichnet. Es ist auch aber oft als Feigenbaum bezeichnet. Und so 3 verschiedene Bäume und man kann die also teilen, dass zu bestimmter Zeit eine wurde häufiger benutzt, statt eine andere. Der Reihenfolge eigentlich der Weinstock war der Bild, bis zu Jesus Christus gekommen waren, bis sie ihn abgelehnt hat und dann es hat gewechselt zu dem Feigenbaum. Und dann am Ende der Zeit, wenn die wieder eingemacht sind, dann ist es zu dem dritten Bild, der Ölbaum, gewechselt. So, wenn diese Bäume, also sei es Ölbaum, Weinstock oder Feigenbaum, wenn die fruchtbar sind, ist das ein Zeichen von Gottes Segen. Joel 2, Vers 21 bis 22, es steht, fürchtet es nicht, O Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Also 2 von diesen Bilder sind in dieser einen Vers. Beide beziehen sich auf Israel, etwas, was sehr häufig ist im hebräischen Gedicht, wo mehr als ein Bild für etwas wird benutzt. Also das ist dieses Parallelismus. So, die werden Früchte tragen, das heißt, Gott segnet sie, weil sie sind treu zu den bestimmten Zeit, von denen geredet wird hier. Dann, wenn sie unfruchtbar sind, ist das ein Zeichen von Gottes Gericht wegen ihrer Untreue. Joel 1, 6 bis 7, denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Sehne wie Löwensehne und ein Gebiss wie ein Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschirrt und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Also hier wieder 2 verschiedene von den Bildern, also Weinstock und auch Feigenbaum. Und die sind also kahl gefressen, also ausgetrocknet, keine Füße, keine Blätter. Und warum? Wegen Gottes Gericht. Und so, wenn wir sehen, ein Feigenbaum ohne Füße, ohne Blätter, also das ist ein Bild von Israel in der jetzigen Zeit oder mindestens in der Zeit zwischen, also den sie Jesus abgelehnt hat und den, also damals zukünftige Zeit. Also jetzt hat es ein bisschen geändert in der jetzigen Zeit. Und wir werden gleich mehr darüber sagen. So bei mehr als einer Gelegenheit
benutzte Jesus selbst das Zeichen des Feigenbaums auf diese Weise. Also es ist nicht erst in Matthäus 24, dass wir haben den Feigenbaum und wir haben nichts anderes, was Jesus darüber gesagt hat, sondern er hat nur ein paar Tage davor ein deutliches Beispiel gegeben für seine Jünger. Aber das war nicht das erste Mal, dass er etwas darüber gesagt hat. In Lukas 13, 6-9, wir finden ein eindeutiges Gleichnis, in dem der Feigenbaum, der Israel repräsentiert, verurteilt wird. Es steht, Lukas 13, 6, und er sagte dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu den Weingärtnern, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnutz? Er aber antwortet und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Also in dieses Gleichnis, der Feigenbaum ist deutlich Israel. Und die hohen Priester, die Jesus abgelehnt hat. Und er sagt, er war also 3-mal gekommen. So wir wissen, dass Jesus war mindestens während seinem Dienst hier auf Erde 3-mal nach Jerusalem gegangen, um das Passafest zu feiern, also bevor er gekreuzigt war. Er kommt jedes Mal und sucht Frucht auf den Feigenbaum, aber da war keine. Und so der Weingärtner sagt, also gib uns noch einen Chance, also noch ein Jahr. Und so dann Jesus war das letzte Mal zurückgekommen und dann haben wir eine Wiederholung des Gleichnisses, aber es ist jetzt so bildlich gemacht, als er hat einen echten Feigenbaum verflucht, weil er unfruchtbar war. Und das hat er gemacht also als ein Bild von was er jetzt macht, wenn Jerusalem, wenn die Hohenpriester, das Volk Israel ihn ablehnt. Also was wird passieren mit den Nationen? Und wir sehen es deutlich in was er gemacht hat. So Markus 11, Vers 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Also Jesus hat dieses getan, eigentlich auf nur einen Grund. Und das war, er braucht dieses Beispiel für seine Jünger, damit er könnte etwas lernen von diesem Feigenbaum. Hat er jeder Baum, was kein Fuß getragen hat, verflucht, während er auf Erde war? Nur dieser eine. Und nur zu der bestimmten Zeit, dass Israel ihn abgelehnt hat. Also eigentlich an dem Tag nach Palmsonntag hat er das gemacht. Markus 11, Vers 20 steht, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und so nun bei den Brüdern auf dem Ölberg, Jesus sagt,
von dem Feigenbaum. Wer ist ein Feigenbaum? Den Feigenbaum, der verflucht hat, was ein Bild für Israel ist. Also von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon sättig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also seine Junge hat gesehen, dieses Feigenbaum, es hat Blätter, aber keine Feigen. Und Jesus sagt, das heißt, dass der Sommer ist nah. Also wenn ihr seht, den Feigenbaum, den er verflucht hat weder Blätter darauf. Also das wird eine Wunder, weil es war schon ausgetrocknet, also die Rinde ist abgeschaltet, es ist weiß geworden. Man schaut da auf und sagt, also hau ihm ab, warum macht er das und nutzt. Und also Jesus nutzt dieses Ereignis, um etwas zu lernen für seine Jünger. Jetzt gehen wir zurück zu dem Alten Testament. Der Prophet Habakkuk hat auch den Feigenbaum benutzt, und zwar in einem Gebet. In den letzten, Habakkuk ist also ein kurzes Buch, es hat nur 3 Kapitel, die letzte ist ein Gebet. Und in dieses Gebet, er hat dieses Beispiel von dem Feigenbaum benutzt, um den Zustand Israels vor der Endzeit zu beschreiben. Habakkuk 3 und Vers 2. Es steht, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken, O Herr. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deine Barmherzigkeit. Also Gott hat Habakkuk etwas gesehen lassen von der Zukunft. Und als er das gesehen hat, es hat ihn erschrocken. Also Israel wird zu einem kahl gefressenes Feigenbaum werden. Und er betet und sagt, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Also er betet für Israel während dieser Zeit, wenn da ist kein Leben zu sehen in Israel, kein geistliches Leben. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deine Barmherzigkeit. Also er sagt, mach Israel wieder lebendig. Offenbare dich, damit Israel kann dich sehen. Und in deinem Zorn, die Gericht war gegen Gottes Zorn, eigentlich wegen ihrer Untreue, und Gott war zornig wegen ihrer Untreue. Denke in deine Barmherzigkeit. Wenn wir gehen weiter in Habakkuk 3, Vers 16 bis 17, wir sehen, wo er dann dieses Beispiel nutzt. Es steht, als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in meinen Gebeinen und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden müsste am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trocken und die Pferde werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Also alle 3 Bäume werden benutzt in seinem Gebet. Und er sagt, es wird kein Frucht geben. Und interessanterweise, er sagt, am Tag der Drangsal. Das ist die Worte, die Jesus benutzt hat in Matthäus 24, um zu beschreiben diese Endezeit. Am Anfang sein Gebet, er hat gesagt, O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Zur Zeit Habakkuk, es war inmitten der Jahre.
Und für eine lange Zeit, inmitten der Jahre, Israel war wie ein ausgetrocknetes Feigenbaum. Und er hat gebetet für die während dieser Zeit. Wenn wir kommen zum Neuen Testament, es steht nicht mehr inmitten der Jahre. Es steht, also jetzt sind es, es ist schon die letzte Zeit. Zur Zeit Habakkuk, es war noch nicht der letzten Zeit, es war inmitten der Jahre. Aber jetzt, wir sind in der letzten Zeit. Habakkuk hat nicht nur die Kahlheit inmitten der Jahre gesehen, er hat auch die Errettung Israels in der Endzeit gesehen. So, wir kommen zum, ich glaube, es ist Vers 18. Es steht, ich aber will mich freuen in den Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er mag meine Füße dienen, der Herzgleich und stärkt mich auf meinen Höhen. Ich glaube, da waren 5 verschiedene Sachen, die er hier gesagt hat. Also er freut sich an den Herrn und seine Gnade, aber es ist noch der Zeit der Dornsau. Also der Dornsau ist jetzt vorbei, er kommt zu Ende und er hat Grund zur Freude. So, er hat uns nicht erklärt, warum er hat Grund zur Freude am Ende, aber er hat gesagt, dass er hat diese Freude gehabt, weil der Herr hat sie errettet, hat die Kraft gegeben, mag ihr Fuß in der Hilfe gleich, stärkte mich auf meine Höhen. Also große Segnungen am Ende. So, die Zeichen des großen Dornsau und der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit sind Zeichen, also spezifische Zeichen, dass das Ende des Zeitalters nahe ist. Also der Dornsau kommt fast ganz am Ende und dann der Wiederkunft der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt nach der Dornsau. Also beide Zeichen, also wenn man die sieht, man weiß, also das Ende ist hier. Also man kann rechnen, sogar von den Mitten der Trübsal, von wann der Gräuel der Verwüstung dargestellt ist. Man kann rechnen, wie viele Tage bis das Ende. Also diese spezifische Zeichen. Wir haben aber dieses dritte Zeichen, und es ist das Zeichen des Feigenbaums, der Blätter treibt. Und es ist ein Zeichen, wofür? Dass das Ende nahe ist. So, es ist nicht ein Zeichen für der Dornsau oder für die Wiederkunft des Herrn, es ist ein Zeichen für das Ende. Und da diese Sachen passieren am Ende, wir können sagen, wenn wir das sehen, wir müssen nahe zum Ende sein. Aber es ist ein Zeichen, das Ende, denn das ist die Frage, die Jesus jetzt antwortet. Beachte auch, dass es heißt hier, wenn der Zweig des Feigenbaums sein schon saftig wird und Blätter treibt, aber nicht, dass es fruchtbar ist. Also der Baum jetzt treibt Blätter, aber Früchte ist noch nicht da. Also Israel ist eine Nation jetzt, wieder in den Land, aber fruchtbar im geistlichen Sinn überhaupt nicht. Das ist noch in der Zukunft. Also, aber wenn ihr seht, dass es Blätter treibt, so wir können dann eine Zeitlinie von Israel haben. Also wir wissen, Jesus wurde gekreuzigt und er hat, also in dem Predigt, von dem wir jetzt betrachten, er hat gesagt, dass es wird kein Stein aufeinander bleiben in Jerusalem, also für die Gebäude, für den Tempel. Und so nur eine kurze Zeit danach, im Jahr 70 nach Christus, Jerusalem wurde durch die Römer zerstört und die Prophetie wurde buchstäblich erfüllt. Und dann im Jahr 135
Israel, also die Juden, hatten wieder also ein Aufruhr gemacht, also von 132 bis 135. Und so in 135, die wurden verbannt. Sie dürften nicht mehr anwesend sein in ihrer eigenen Heimat, sondern sie wurden zerstreut auf der ganzen Welt. Da waren keine mehr erlaubt, in Jerusalem zu sein. Und es war so geblieben, also das war das Gesetz des Landes von Israel, wie es der vertrocknete Feigenbaum darstellt, blieb genauso bis zum Jahr 1948. Und am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion, der Leiter der jüdischen Agentur, die Gründung des Staates Israel. Und plötzlich wurden die Zweige des Baumes saftig und begannen Blätter zu treiben. 1948. Vers 33 steht, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. So die Übersetzung von dieses Vers so lässt eine wichtige Frage offen. Denn es steht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Also wenn wir sehen er, wir natürlich denken, wer ist gemeint mit er. Aber eigentlich die griechische Wort, was hier übersetzt ist als er ist einfach eine dritte Person Singular Presence Indikativ. Und das Wort selbst, es ist unklar, worauf es bezieht, weil auf Griechisch es ist nicht also männlich oder weiblich oder sowas. Also es ist undeutlich, was es bedeutet. Aber wenn wir haben Fragen in der Bibel, meistens wir finden die Antworten auch in der Bibel. Und so wir können lesen diese gleiche Vers in Lukas und da steht nicht er, sondern das Wort, worauf das er beziehen sollte, steht da. Lukas 21, Vers 31, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und in dieser Stelle, das Reich Gottes bezieht sich auf den 1000 Jahre Reich. Und wann fängt der 1000 Jahre Reich an? Nach seiner Wiederkunft mit Macht und Herrlichkeit. Und so den 1000 Jahre Reich wird beginnen. Also wenn ihr seht, dass dieses geschieht, was geschieht? Der Drangsal, der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit und der Feigenbaum, der Blätter treibt. So weiß, dass das Reich Gottes nahe ist. Was kommt nach der Ende dieser jetzigen Weltzeit? Denke daran, dass die Frage, die Jesus hier beantwortet hat, war, was wird das Zeichen des Ende der Weltzeit sein? Und nicht, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? So, er hat geredet über seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, aber das war nicht die Antwort auf die Frage, wann soll seine Wiederkunft sein. Das Zeichen des Feigenbaums betrifft also das Ende des Zeitalters, nicht die Entwirkung. Dennoch gibt die Entwirkung dem Ende des Zeitalters voraus, also muss auch sie nahe sein. So, wenn wir sehen Zeichen heute und Zeichen, die sagt, dass das Ende ist nah, das sagt uns, dass alles, was zuvor geschehen muss auch nah sein. Und wir werden also viel mehr darüber sagen, so im neuen Jahr, wenn wir weitergehen in dieser Stelle. Matthäus hat geschrieben dann als nächstes, dass Jesus gesagt hat, dieses Geschlecht wird nicht vergehen,
bis dies alles geschehen ist. Also das ist etwas, was ist sehr diskutiert ist. Was meint Jesus, wenn er sagt, dieses Geschlecht? Denn, also dieses Geschlecht muss die Blätter sehen. Also offensichtlich, es kann nicht auf seine eigene Junge beziehen, also die Leute, die da steht, als er das gesagt hat, als diese Dinge sind also noch nicht geschehen zu der Zeit. So, es könnte nicht auf sie bezogen sein. Wenn dieses Geschlecht sich nicht auf die Leute bezieht, mit denen er spricht, muss es sich auf die beziehen, über die er spricht. So, die Leute, die sieht, dass der Feigenbaum trägt Blätter, die müssen die Geschlecht sein, die am Leben sein werden, wann das Ende kommt. Nicht wenn die Entwicklung kommt, sondern wenn das Ende kommt. So, die Leute, die geboren waren in 1984, sie feiern ihren 75. Geburtstag im kommenden Jahr. Also Mai. Nächstes Jahr wird der 75. Geburtstag von Israel. So bedeutet dieses Buch, dass alles erfüllt sein wird, bevor der Letzte ihren Geschlechts gestorben ist. Und eigentlich die Antwort ist nicht unbedingt. Es könnte diese Bedeutung haben, aber Jesus hat gesagt, wenn ihr dies alles seht, also das bezieht sich auf alle drei Seiten, nicht nur auf den einen Seiten. Also Leute, die sieht, dass Israel Blätter treibt, das könnte auch sich bezogen auf Leute, die heute am Leben sind. Denn Israel in der jetzigen Zeit treibt Blätter, denn sie ist eine Nation. So, wir können nicht also einfach rechnen von 1948 und sagen, also wenn der Letzte, also vor der Letzte stirbt, der geboren wurde, also am 14. Mai vorerst stirbt, also muss es geschehen. Also das ist nicht der Sinn dieses, aber wo wir können also nicht für den Tag rechnen. Es gehört zu der spezifischen Zeichen. Und so es muss bedeuten, dass die Entwicklung der Gemeinde nah ist. So können wir rechnen? Nein, von dieser nicht. Von den anderen beiden ja, aber die sind noch der Entwicklung. Und so die wird uns also nicht helfen zu wissen, wann es ist. An dieser Stelle hat Jesus zusätzliche Anweisungen gegeben, die Matthäus nicht erwähnt hat, aber Lukas hat sie aufgezeichnet. Lukas 21, Vers 28, Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Jetzt in Lukas, so wir sollen daran denken, dass Lukas hat nicht genau die Reihenfolge benutzt, die Matthäus hat. Und so jetzt, er sagt, wenn ihr seht diese Sachen, also die anfängt zu geschehen, also Israel treibt Blätter, dann kommt der Dornsaal, dann kommt er wieder, kommt es her in Macht und Herrlichkeit. Also wo ist der Anfang? Israel treibt die Blätter. Also das ist der Anfang. So er sagt zu seinen Jungen, wenn ihr das seht, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht, und das bezieht sich auf die Entwicklung. Und so wir wissen, dass es ist nah, weil wir haben schon gesehen, dass diese Sache angefangen hat. Lukas 21, Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Haus und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fauststrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wagt jede Zeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet,
diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor den Sohn des Menschen zu stehen. Also hier ist es deutlich, es besitzt es auf den Vorkommen. Denn es steht, dass sollte diese bestimmte Sachen tun, und auch er sagt, bittet, dass ihr gewöhnlich würdet, diesem allen zu entfliehen. Also nimm den Herrn an, damit du nicht hier sein musst während dem Trubsal. Also, sondern dass du kannst diesem alles entfliehen, was geschehen soll. Und also wir werden viel mehr darüber sagen, wenn wir gehen weiter in diese Stelle, wo es besitzt ist, genau deutlich auf den Tor kommt. Jesus beendet seine Antwort auf diese Frage in Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also am Ende oder nach der Drangsal, wenn Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, die Sterne im Himmel werden fallen. Also Himmel wird zusammengerollt. Also die Erde, wie wir das jetzt kennen, also wird nicht mehr geben. Und Jesus sagt, also Himmel und Erde werden vergehen, also das besitzt ist auf der Sünde. Meine Worte wird nicht vergehen. Das heißt, alles, was er gesagt hat, in Antwort auf die zweite Frage, wird geschehen. Johannes 14, Vers 1, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht so hätte, ist es euch gesagt. Ich gehe hin, um eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So, Habakkuk hat das alles gesehen und er war erschrocken. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, also erschrecke euch nicht. Warum? Weil er wird zurückkommen und uns nehmen, damit wir sein werden, wo er ist. Und so wir haben keinen Grund zu fürchten, wenn wir lesen über den Drangsal und über das zweite Kommen Jesus Christus, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Der nächste Vers bei Matthäus beginnt mit einem Themenwechsel. Ich werde also viel mehr darüber sagen nächstes Mal. Es steht, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Die Worte aber mit einem neuen Thema dazwischen, also jenen Tag aber, werden normalerweise mit was aber das betrifft übersetzt, wobei das der neue Thema ist. Also das haben wir schon in einer anderen Stelle gehabt in Matthäus, wo es ist genauso übersetzt, also was aber das betrifft. Hier es ist übersetzt aber in 1. Korinther, wir finden es sehr häufig da. In diesem Fall bezieht sich das neue Thema jeden Tag auf die dritte Frage. Was wird das Zeichen einer Wiederkunft sein? Und die Antwort ist anderes als bei den vorherigen Vater. Niemand weiß es, außer dem Vater. Bei des Kommens der Herr in Macht und Herrlichkeit, jede Augen werden ihn sehen und die können rechnen von dem Tag, dass der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird im Tempel, und die werden wissen, wenn er kommt. Aber am jenen Tag, und das ist der Tag, wenn er kommt, zu seiner Gemeinde zu entwickeln, weiß niemand. Denn es gibt kein Zeichen dafür. Wir wissen, wir sind am Ende, so es muss nah sein, aber wir wissen nicht, ob es wird heute oder morgen oder an einem anderen Tag. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, für die Gelegenheit, diese Stelle zu betrachten. Vater, ich bete, dass du wirst uns
Hilfe, das zu verstehen und dass wir werden keine Angst haben, wenn wir lesen über die Zukunft, denn wir wissen, dass du bist immer bei uns und hast auch versprochen, uns wegzunehmen von der Zorn Gottes, also vor es auf die Erde fällt. Wir danken dir dafür. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Zum Schluss singen wir 158, Gott wurde unter uns. Gib uns Gesundheit und ich bete für deine Segnung durch die ganzen Feiertage. Sei mit uns und gib uns auch Gelegenheiten, mit anderen zu reden über Jesus Christus. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.